The culture has become the grooming perpetrator. So fucking durchindoktriniert, kein scheiß Gedanke, den du hast, ist eigentlich in Wirklichkeit dein Gedanke. And who did we talk about? Slutty Miley Cyrus. CNN even had his mother on, Robin Thicke's mother, saying, "Oh, that Miley Cyrus." Aber andererseits wird dir das Ganze als Feminismus verkauft, ja? Ich will den Männern die Ausbeutung verbieten, nicht den Frauen die Selbstdarstellung. Aber das Schlimmste daran, es sind Leute, die sich Feministen nennen, die mich einfach angreifen, wenn ich das kritisiere. Das kannst du dir nicht ausdenken. Feministen sollten mit mir gemeinsam das bekämpfen. Heute wache ich auf und was sehe ich? Ich sehe, Shurjoka hat geschrieben, okay, ihr habt gewonnen. Ich ziehe mich nie wieder sexy an, weil Kapitalismus. Und ich sehe das und ich denke mir einfach, und dann kommt Tilted Floss der auch noch, ja, endlich hast du es verstanden. Schau dir einfach dieses Gesicht an. Schau dir einfach dieses Gesicht an. Dieses Gesicht, das nicht mal eine Mutter lieben kann, ja. Großartig. Aber ich habe mir einfach gedacht, okay, das ist spannend, was die da redet, aber ich hätte mir nie gewünscht, dass sie sich nicht sexy anzieht, weil mich das nicht interessiert. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sie vielleicht womöglich darüber nachdenkt, was Übersexualisierung mit Kapitalismus zu tun hat und beziehungsweise mit dem System, in dem wir leben, ja, die Prägung, in der wir sind und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, schauen wir uns jetzt kurz diesen einen Vortrag an. Und hier wird sehr genau erklärt, worüber ich eigentlich in Wirklichkeit geredet habe, nämlich wie junge Mädchen beeinflusst werden von Medien und vielen anderen Sachen, um sich zu sexualisieren, ja, wie das alles funktioniert. Ich hoffe, ich habe es nicht zu laut gemacht. Thank you very much. Thank you. Thank you for inviting me to this. I want to say that I lecture all over the world, and I am not exaggerating when I say I have wanted to get in front of you for years. You are the key people in this issue. And I don't mean to be insulting, but for many of you, you've been asleep at the wheel as the pornographers have come in and hijacked the sexuality of our kids. I know I was asleep at the wheel till I started speaking to my students. So what we're going to talk about today is what is actually going on in the culture. And for most of you here, when I look out, and I think I'm being kind here, I would probably have to say that most of you were brought up in a print-based generation. For those of you under the age of 35, you were brought up in an image-based generation, and we're going to talk about the difference between print and image. There is tons of research to talk, basically backing up what I say, but I'm not going to talk about the research because afterwards I'll explain where you can go. What I'm going to do is introduce you to the lives of young people. Now, let's begin with the notion of what Neil Postman said. Neil Postman argued that when we lived in a print-based... Da steht Neil der Postbote, nein, Neil Postman heißt er. Die Übersetzung ist manchmal ein bisschen Dings, aber ich hoffe aber trotzdem, ihr könnt folgen und verstehen, das ist wirklich sehr wichtig. Sonst würde ich das nicht zeigen. Neil Postman hat ein Buch geschrieben, wir amüsieren uns zu Tode. Ich empfehle jeden von euch, dieses Buch zu lesen. Das Buch ist nicht so dick. Das lest ihr wahrscheinlich an 2 Tagen durch und es wird euer Leben verändern. Es ist so ein wichtiges Buch. Culture. We developed some immunization to the seduction of the eloquence of the printed word. We have no such immunization to the seduction of the eloquence of the visual image. Now, you know who knows this? The industry knows this. This is Details magazine. Details magazine is kind of cosmopolitan for men. They had an article called How Internet Porn is Changing Teen Sex. And they interviewed Joanna Angel, who is a pornographer. And Joanna Angel says something very interesting. She said the girls these days, they just seem to come to the set porn ready. What I am going to argue is that our entire culture is socializing all of our girls to be porn ready, whether they ever end up on a porn set or not. Ja, und da muss ich einfach sagen, wo ich gesagt habe, dass es vielleicht dem Feminismus nicht zuträglich ist, zu sexy Kleidung, die man sonst vielleicht in Porno sehen würde oder die man vielleicht irgendwie so in Sex-Spaces sehen würde, dass man mir dann gesagt hat, ja, das ist ein normales Clubbing-Outfit. Das ist das Problem, dass das einfach normal ist. Es sollte nicht normal sein, dass du dich, wenn du fortgehst in einen Club, dass du dich anziehst eigentlich wie jemand in einem Porno. Das ist eigentlich, das sollte nicht so sein. That one of the major ways they're doing this is through the visual media.
So I'm going to walk you through. Was sie hier nicht versteht, ist, dass das verdeckte Auge in Wirklichkeit auf Satanismus hinweist. Siehst du, sie ist nicht ganz gebildet. Entschuldigung. The media that bombards a young girl. And remember, this is a time at which she is developing her notion of what does it mean to be female. Ja, du sagst, es ist das Problem, dass Männer das so sehen. Nein, ist es auch mit, aber nicht nur. Es ist ja nicht nur. Es ist ja, du kannst mir hier nicht erzählen, dass hier diese Katy Perry, die offensichtlich hier auf diesem Blatt sexualisiert wird, von den Leuten, die hier etwas verkaufen wollen, dass du sagst, dass ich das hineininterpretiere. Nein, sie haben diese Aufmachung des Covers so gemacht, weil sie wissen, dass sie einfach damit Menschen sexuell erreichen, weil Sex sells. Sie wissen das. Es ist ihnen vollkommen klar. Liegt nicht im Auge des Betrachters. Überhaupt nicht, nein. Es ist nicht so, als würden einfach so 1000 Männer draufschauen und es sind irgendwie so 20 denken, ja, okay, ich bin sexuell erregt, aber 980 denken sich, was ist da schon? Ja, es ist ja nicht so. Es ist umgekehrt, wenn schon. Identity. What does it mean to have a sexuality? And it is the porn industry and the media industry that have come in and shaped this. So let's wander through the image-based world of our young people. Need I say more that we are a culture in freefall when the Kardashians are the most well-known family? And what you notice is that for all the images out there, what we have is a common image of a white, blonde, young. Habt ihr das gesehen? Das ist jetzt irgendwie so der Standard, praktisch, den man da draußen erlebt. Das ist der Standard, das ist, was sich junge Mädchen anschauen, Tag ein, Tag aus. Das ist, was sie einfach prägt. Und wenn die sich dann hinstellen und ein Foto machen und genau diese Pose hier nachmachen, dann kannst du mir nicht erzählen, und das ist, was ich die ganze Zeit versucht habe zu erzählen, dann kannst du mir nicht erzählen, dass das in Wirklichkeit freie Wahl ist. Dass das in Wirklichkeit so die freie Entscheidung dieser Person ist. Ich weiß nicht, wie frei ist diese Entscheidung, wenn du die ganze Zeit so einfach bombardiert wurdest mit Messages und mit Bildern und einfach so beeinflusst wurdest. Inwiefern hast du dann noch eine freie Wahl? Das ist so, irgendwie mich erinnert das an diese ganzen Leute, die dir sagen, so, wenn ich sage, so, du wirst in deinem Betrieb ausgebeutet, wo du arbeiten gehst, und dann erzählen sie mir so, ja, aber du hast die Freiheit, du gehst ja freiwillig hin. Du hast dich ja selber entschieden, den Vertrag zu unterschreiben und hinzugehen, du gehst ja freiwillig in den Betrieb. Es gibt kein Freiwillig. Was für ein fucking Freiwillig? Wo ist freiwillig? Bolted down female. God forbid any flesh jiggles other than the breasts. It's a very, very specific image. Image after image. White, blonde, young. Now we do Ja, und das ist einfach so, was junge Frauen lernen. Ja? Sexualisierung, Sexualisierung, Sexualisierung. Und wenn du dann junge Frauen hast, die aufwachsen, das Einzige, was ihnen einfällt, ist einfach, das mache ich auch. Some women of color in, if they look like Beyoncé or Rihanna. And Rihanna is a very interesting case because after she was beaten up by Chris Brown and it became public, what we saw is Rihanna's videos got more into S&M. Now S&M stands for sadomasochism. I don't like to use the word. Ja, aber es ist ihre eigene Entscheidung. Hallo. Nein, ist es nicht. S&M, I use the word sadism because what you might not know now is that across college campuses there are S&M clubs. And what S&M is actually sadistic men on the lookout for vulnerable women, often with a history of sexual abuse. Now I want to talk about how images work. And we have a concept in media theory called the reader inscribed in the text, which means that every image has a reader in mind. So look carefully. Eben, genau das ist das. Jedes Bild hat einen Leser im Sinn. Wenn ich Bilder auf eine Art gestalte, möchte ich gewisse Arten von Menschen erreichen. Es ist logisch. Das ist halt so. At this young woman. Look at her posture. Look at her face. Who is she speaking to? And before you answer, do you think she's asking her mother to go for a cup of coffee after the photo shoot? All right, who's she talking to? Who's the audience? Men. What is she saying? Come on. She's saying fuck me, am I right? So this is what we call, in media theory, the fuck me look. And most women in this room can right now go into this, am I right?
Hand on hip, head up, notice the vulnerability of the neck. Now in my classes, I have a young woman come up and she does the fuck me look. And we shout instructions at how to do it. And then I have some young, brave male soul come up and ask him too to do the fuck me look. So we have her standing with the fuck me look and then him. And you know what? He looks ridiculous. Wieso? Ich kann das auch. Ich wurde ja heute von der Equalist, fällt mir gerade ein. Ich wurde ja heute von der Equalist gezeichnet. Ja. Das ist mein Fuck-Me-Look. Ja, das ist mein echter Fuck-Me-Look. Ich finde, es ist ziemlich gut geworden. Sie hat das richtig gut getroffen. Das Einzige, was ich geändert hätte, ist, statt diesen durchgestrichenen Dollarzeichen hätte ich eine rote Faust gemacht. Aber gut, finde ich sehr cool. Finde ich sehr cool. Ja, das hat der Equalist sehr, sehr gut gemacht. Liebe geht raus an der Equalist. Ja, ist mir nur gerade eingefallen. Sorry. Entschuldigung, weiter geht's. Ich bin ja etwas jünger und bin mit sowas aufgewachsen. Für mich sehen die Bilder eigentlich total normal aus. Sage ich ja, das ist ja das Problem. Als Frau bekommt man sowas ständig zu sehen und man denkt nicht darüber nach. Ich verstehe langsam, warum manche Männer dagegen sind, wenn sie nicht damit aufgewachsen sind, sowas ständig zu sehen. Ich glaube, die meisten glauben, das gibt es nur in Porn, aber es ist halt überall. Schau, es ist nicht so, als wäre ich dagegen. Ich bin ein Mann. Warum sollte ich dagegen sein, dass Frauen einfach nackt herumlaufen? Ist doch super für mich als Mann, ja, der sich einfach nackte Frauen anschauen will. Aber der Punkt ist, ich bin halt nicht so dumm und ich weiß ganz genau, dass das vielleicht eine Falle ist, weil ich werde mir einfach denken, oh, nackte Frauen. Aber was wird das mit der Gesellschaft machen, in der ich lebe? Was wird das einfach mit dem Nachwuchs machen? Was wird das mit den Frauen machen? Was wird das mit den Beziehungen in unserer Gesellschaft machen? Wie wird das die gesamte Gesellschaft als solches destabilisieren? Inwieweit wird das dann meine Verwundbarkeit gegenüber Kapitalisten erhöhen, die mich dann versklaven werden? Ja, und. Also das alles ist mit allem verbunden. Das zieht dann eine Kette nach sich. Und das ist die wichtige Frage an der Stelle. Und genauso wie ich sage, ja gut, wir hier in Europa, wir leben actually gut vom Kapitalismus. Uns geht es nicht so schlecht jetzt. Also wir könnten auch in Kalkutta geboren sein und einfach keine Beine haben. Ja, es geht immer schlimmer und kein sauberes Trinkwasser. Uns geht es eigentlich gut. Aber dennoch, gerade auch, weil es mir gut geht, sage ich, der Kapitalismus ist scheiße, weil es so vielen anderen Menschen nicht gut geht. Und genau das Gleiche ist hier auch. Ich kann als Mann nicht einfach genießen und einfach sagen, hey, da gibt es nackte Frauen, ist doch super für mich. Ich weiß, dass diese Frauen ruiniert werden. Andere Frauen werden ruiniert. Frauen werden ausgenützt, ausgebeutet, zur Schau gestellt, nur damit irgendwelche Leute Geld verdienen können. Und damit kann ich nicht okay sein als Linker. Mir ist das einfach nicht, ich denke ja nicht nur an mich selbst. Ich habe so viel verstanden, dass wenn die Gesellschaft kaputt ist, bin auch ich kaputt. Ja? Und das ist der Grund, warum ich dagegen bin, dass das so praktiziert wird. Ja, nicht, weil ich Frauen verbieten will, sich so anzuziehen, sondern weil ich Männern verbieten will, dass sie Frauen so konditionieren, dass sie glauben, dass es ihr freier Wille ist, sich auszuziehen. Ich will den Männern die Ausbeutung verbieten, nicht den Frauen die Selbstdarstellung. Das ist ein riesen Unterschied. Now the question is, why does he look ridiculous? Because what makes men hot is not fuck me. What is it? Fuck you. Now, this is why, as feminists, we argue that rape is built into the gender system. What does it mean when we bring up 50% of the population to think that to be hot is to be sexually vulnerable, and the other 50% to argue that to be hot is to be sexually predatory? And that's why we argue that men who rape are not deep. Eben, und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich gesagt habe, dass das eine unterwürfige Haltung ist. Weil das in Bezug auf die Männer, wie sie erzogen sind, eine unterwürfige Haltung ist. Die ist ja bekannt, genauso wie das hier, was wir bei dieser Frau hier sehen, eine unterwürfige Haltung ist. Nämlich, so wie sie sagt, es ist eine Fick-mich-Haltung, während der Mann nimmt die Fick-dich-Haltung ein. Und damit, das ist einfach das ist, was ich mit unterwürfiger Haltung meine. Ja, und das ist so. Und wenn du ein bisschen verstehst und dich ein bisschen auseinandersetzt mit diesem Thema, dann weißt du, dass das so ist, dass es hier ein Machtgefälle gibt. Da gibt es ein Machtgefälle und das ist real. Und wenn ich darauf hinweise, bin ich der Letzte, der eigentlich von Pseudolinken angegriffen werden sollte, oder?
Es ergibt doch keinen Sinn, gerade von Linken angegriffen zu werden, wenn man das anprangert. Es gibt auch einen Vortrag von dieser Frau, der ganz genau erklärt, wie Neoliberalismus, Kapitalismus und dieses Frauen ziehen sich aus miteinander zusammenhängen. Dieser Vortrag ist großartig. They are over-conformists to the societal messages coming at them. Eben, sie sind übermäßige Konformisten gegenüber den gesellschaftlichen Botschaften, die auf sie einprasseln quasi. Das ist genau das, genau dieser Konformismus, diese Anpassung ist das, was ich kritisiert habe in den Tweets da draußen. Aber man hat mich angegriffen, als wäre ich misogyn. Ich bin das fucking Gegenteil davon, von misogyn. Ich versuche Frauen zu erklären, ihr werdet manipuliert, befreit euch. Und Männern genauso, es ist ja kein Unterschied. So now this is the situation. Gerne, Quassel. Thank you. This is a situation that now faces young girls. Your two choices, either invisibility or fuckability. Now, what are you going to choose? Genau, es ist einfach Unsichtbarkeit oder Fickbarkeit. Und jetzt schau dir an, wie Instagram-Influencerinnen sich präsentieren. Oder wie sich Leute auf Twitter präsentieren, die Frauen sind. Für sie gilt immer Unsichtbarkeit oder Fickbarkeit. Ja, Frauen, die sich ausziehen, kriegen einfach mehr Reichweite. Ist so. Die Frage ist aber, ist das okay so? Nicht, dass sie sich ausziehen, sondern dass die Gesellschaft so funktioniert. Das ist die große Frage. For those of you who understand the developmental level of adolescence, early to middle, the need is to be visible. It is built into the DNA of adolescence. What is she going to do when her friends are walking round with the low-slung jeans, the pierced belly button, the tramp stamp, the midriff exposed? How can you ask her to be invisible when all her friends are screaming fuckability? And just let me tell you. Und das ist dieser Konformitätsdruck, genau. Alle deine Freundinnen ziehen sich aus, schminken sich. Hey, ich sag's dir, letztens fahre ich einfach mit den Öffis und sehe einfach, da steigen so Mädels ein. Alter, ich weiß nicht, wie alt die waren. Ich glaube, die waren 16, wahrscheinlich waren die 12 oder so. Alter, die waren angezogen, als würden sie gleich in einen Stripclub gehen, wo sie arbeiten. Und ich denke mir einfach, ich finde das nicht okay. Ich finde das nicht okay. Nicht deswegen, weil sie sich so angezogen haben, sondern weil wir in einer Gesellschaft leben, die sie einfach daraufhin drillt, dass das so sein muss. Und das eben keine freie Entscheidung mehr ist. Das ist mein fucking Problem damit. So, deine Argumente zu verstehen, setzt eine gewisse Grundintelligenz voraus, die leider nicht jeder hat. Ja, es setzt auch vor allem so, dass es ist nicht so sehr Intelligenz, glaube ich, sondern es ist einfach so, dass du ein bisschen durchschaust, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie Zwänge in unserer Gesellschaft verteilt sind, wie Macht in unserer Gesellschaft verteilt ist. Und das ist halt schwer, weil absolut alles in unserer Gesellschaft versucht dich so zu manipulieren, dass du die Machtverhältnisse nicht siehst, weil sonst kann Macht nicht ausgeübt werden. Ja? Da sind die Eltern auch anzukreiden, finde ich nicht, weil die Eltern können sich ja da gar nicht gegen diesen Druck wehren, der aus Medien und Gesellschaft kommt. Was sollen sie machen? Korea ist, glaube ich, das einzige Land, wo es nicht so ist. Da geben Männer mehr Geld für Make-up aus als Frauen, aber ansonsten ist es halt auf der ganzen Welt das Gleiche, dass Frauen mehr sexualisiert werden als Männer. Ja, weil damit wird was verkauft halt. Ne? Women out there, fuckability has a sell-by date. And that's usually 35, as my students tell me. Now, think about this, and I want to give an example of what this means to young girls. Okay, jetzt pass auf. Miley Cyrus, Hannah Montana, Vorbild für junge Frauen. Schaut, was sie mit dir machen. And young teenagers. And the best story to tell here is Miley Cyrus. Now, I don't mean Miley Cyrus, the girl, the young woman. We don't know her. I mean Miley Cyrus, the multi-billion-dollar commodity who has had a feeding chain of adults attached to her since she was 7 years old. And if you notice, every Disney kid has usually ended up in trouble as they get older, emotionally, psychologically, on many levels. Sowieso, natürlich. Aber auch eine wichtige Sache. Letztens darüber geredet, 68er-Bewegung. Ja? 68er-Bewegung ist ja irgendwie so eine sexuelle Befreiung, ist so eine Emanzipation der Sexualität und hin und her und so weiter und so fort. Stimmt, ist es auch. Es ist ja tatsächlich so. Aber diese Befreiung der Frau in den
60ern, die man ja erkämpft hat auch andere Dinge zur Folge gehabt. Nicht nur die Befreiung, sondern sie hat auf einmal auch zum Beispiel die Konzerne dahingehend befreit, dass sie jetzt auf einmal nackte Frauen einfach als Werbetestimonials verwenden können. Dass sie auf einmal plötzlich sagen können, hey, zieh sie aus, tu sie aufs Poster und wir verkaufen doppelt so viel. Plötzlich ist dann dieses Sex Sales gekommen. Und das hat auch eine ganz neue Wirkung auf einmal entwickelt. Auf alle. Auf die Frauen und auf alles andere. Und plötzlich hast du so gehabt, ja, und Frauen können jetzt auch arbeiten und Frauen haben wir 2 Leute, die wir ausbeuten können und. Also das muss man alles mitdenken. Also es gab ein Buch, darüber haben wir auch geredet, es gab ein Buch, das wir gelesen haben, Female Chauvinist Pigs heißt das. Und zwar geht es darum, wie junge Frauen, wenn sie Karriere machen wollen, zu Chauvinistinnen werden müssen und zu Sexistinnen werden müssen, um mit den Kumpels mitzuhalten. Weil Männer gehen in Stripclubs zum Beispiel, um irgendwelche Deals miteinander zu verhandeln und sich ein bisschen kennenzulernen, und da gehen Frauen auch mit und da stecken sie auch Frauen Geld zu und hin und her und so weiter. So, welche Auswirkungen all das hat, ist einfach sehr wichtig zu verstehen, ja, weil es ist plötzlich nicht mehr die Frage, ob eine Frau sexuell selbstbestimmt ist, sondern ob diese sexuelle Selbstbestimmung auch wirklich ihr gehört oder ob sie von anderen ausgenutzt wird, von Männern hauptsächlich, die das alles machen, was sie machen. So, das ist mein Anliegen, was ich sagen wollte. Ne? Now, Miley Cyrus was a multi-billion-dollar commodity. Hannah Montana. Squeaky clean. And then, what happened? She got older. She got to be 16. And she began to age out of squeaky clean Hannah Montana. Nicht, sie wurde krank, wurde hier übersetzt, falls jemand nicht Englisch kann. Sie wurde 16, wurde gesagt. Montana. So they had to rebrand her. So how do they rebrand her on her 16th birthday? Vanity Fair brings in Annie Leibovitz and they do a series of photos like this with a 16-year-old with bedhead. This is with a father. Would you like to be like that with your father? I know I wouldn't. And then what happens was really interesting after this. Parents go nuts. They say, our daughters love Hannah Montana. How can you do this? And you know what everyone did? All the adults went into hiding. It seems to be this is what's going on now, adults going into hiding. They pushed the 16-year-old out, and she's the one who had to do the press conference to say, I'm really sorry, I apologize, it won't happen again. As if 16-year-old Miley Cyrus sat down and wrote the trajectory of the rebranding of her career. Na sicher, das hat sie selber entschieden. Vielleicht will sie das so, hallo, vielleicht ist das ihre Entscheidung. And all the adults ran for cover. She says, I won't do it. Na, ich glaube, Leute, die einfach sagen, vielleicht ist es ihre eigene Entscheidung, haben nicht verstanden, wie dieses System funktioniert. Anders kann ich mir das nicht erklären. Es gibt keine freien Entscheidungen in diesem System. Du bist so zugeballert von Propaganda seit deiner Geburt, durch die Schule, indoktriniert durch die Eltern, durch die Peer Groups, durch die Medien, durch die Social Media, durch die Filme, durch die Werbungen. So fucking durchindoktriniert. Kein scheiß Gedanke, den du hast, ist eigentlich in Wirklichkeit dein Gedanke. So, in den meisten fucking Fällen. Ja, dass du dich daraus befreist und anfängst selbstständig zu denken, da musst schon viel Glück haben, dass du dieser Indoktrinierung entkommst. Ja, ich glaube, hier in diesem Chat sind viele Menschen, die das geschafft haben. Gratuliere, Freunde. Again, I'm going back to Hannah Montana, and this came out a year later in Elle with the S&M gear, and then we all know, of course, the twerking, which, of course, the day after the twerking, we didn't ask, what is a man 13 years her senior doing? Ich hab das extrem gefunden, wo sie das angefangen hat, das ist ja gar nicht so lange her, wo die plötzlich angefangen hat, ständig ihre Zunge auszustrecken und sich so nackt auszuziehen, habe ich mal so gedacht, Alter, was passiert hier? Ich habe mir echt gedacht, so, das sieht nicht gesund aus, ey. Das sieht einfach nicht gesund aus. Ich habe das Gefühl, es geht hier nicht gut. Ich habe das Gefühl einfach so, Psychose, Bruder. Psychose, verstehst du? So haben wir gedacht, hier stimmt irgendwas nicht. Es ist, keine Ahnung, warum das alles passiert, aber sie schaut nicht glücklich aus, ehrlich gesagt. Grinding into her anally. And who did we talk about? Slutty Miley Cyrus. CNN even had his mother on, Robin Thicke's mother, saying, oh, that Miley Cyrus. Aber andererseits wird dir das Ganze als Feminismus verkauft, ja? Das ist ja das Schlimmste. Well, I want to know, hello, what about your son? And can you believe this?
Naja, ja, klar, in der Gesellschaft wird man immer indoktriniert. Das ist ja der Punkt. Man muss immer sich dessen bewusst sein. Jeder von uns ist indoktriniert. Ja, absolut jeder. Aber du musst dir trotzdem dessen so irgendwo bewusst sein, auf welche Art du indoktriniert wirst. Und das ist wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ja? Egal in welcher Gesellschaft du bist. And here's the shocker. He's getting divorced. Who knew that was coming down the pipe? And then it gets worse and worse and Ihr kennt worse. das. Because we keep ratcheting up the hypersexualization, the fuckability of these young girls. And then when they conform, when they look like we call them so-called slutty, and there's no such thing as a slut, it's a term invented to police female sexuality, but when they do conform to this so-called slut culture, what do? We blame them, as if they have a choice. And they don't, because this is the only thing on offer. Es wird ihnen eine Slut-Culture, eine Nuttenkultur oder wie das heißt, Schlampenkultur präsentiert und dann, wenn sie sich daran anpassen, an diese Schlampenkultur, kriegen sie Kritik ab. Ja. This is the only way to be female that exists in this image-based culture. When I was growing up, there was alternative ways to be female. Today, this is it. Gibt es nur diesen Weg. So ich kann euch leider das Bild nicht zeigen, weil ich sehe ziemlich tief in sie hinein und ich glaube nicht, dass das okay ist. Authentic, playful sexuality. This is a generic, formulaic, industrialized sexuality. Es ist eine generische, formelhafte, industrialisierte Sexualität. Genau das ist, was ich kritisiert habe. Ja? Das ist, wo ich gesagt habe, es gibt diese Posen nicht. Posen sind nicht frei. Du reproduzierst sie einfach nur, was du in Medien gesehen hast. On our young girls. And we should be enraged at the industry for doing this to our girls and denying them the right to develop in ways that make sense to them. Now it gets younger and younger. Ja, schau dir das an. Schau dir das an. Das ist doch Wahnsinn. Will mir jetzt jemand kommen und mir erklären, dass das einfach Selbstbestimmung ist? And so what does this mean? Now, let me tell you how I got the answer to this. I remember when I was writing my book, Pornland, and I wrote a book about this 5 years ago called Pornland, and also you can go on YouTube and see my video about it and also my TED Talk around it. So, when I was doing my book, I was thinking, what's going on here? I can't figure out. Ja, du sagst, wer das schön redet, ist dieses andere Lost Herz. Aber das Schlimmste daran, es sind Leute, die sich Feministen nennen, die mich einfach angreifen, wenn ich das kritisiere. Das kannst du dir nicht ausdenken. Feministen sollten mit mir gemeinsam das bekämpfen. Das gibt's doch nicht. Something's shifted in the culture. I know who explained it to me. It wasn't a PhD in media studies or in sociology. It was an incarcerated child rapist I like to call Dick. Now, Dick was in Connecticut State Prison for raping his 10-year-old stepdaughter. And he wanted to prove to me just how smart he was because he'd been through all these therapy groups. And he talked about grooming his 10-year-old stepdaughter. And then he looked me in the face and he said, you know what? And everyone here knows what grooming is, am I right? You're all familiar with it. Es ist nicht Fellpflege, es ist Grooming. Es ist... Ja, wie sagt man? Wie nennt man Grooming auf Deutsch? Anbiedern? Naja, gefügig machen, ja, sowas. Ranwanzen, ja, sowas, wahrscheinlich. How perpetrators hone in on a kid, groom them, make friends with them, buy them presents, find kids that are particularly vulnerable, like sick children. Michael Jackson was the perfect example, ran a charity for kids with cancer. This is the way you bring them in. You groom them so that by the time you sexually abuse them, you have made a connection with them. And he looked at me, Dick, and he said to me, the culture did a lot of the grooming for me. And I have to say, I almost fell off my chair because I thought, that's it. That's the missing piece. It used to be an individual perpetrator grooming an individual kid. Now we have a much more economical way to perpetrate against our kids and to groom. We have a perpetrating culture. The culture has become the grooming perpetrator. And then let's now go right back and cycle back to Joanna Angel's Women Come to the Set. Und ich persönlich empfinde das zu einem gewissen Grad
Mädchen auf Instagram, Twitter und woanders, wo sie ihre Bilder verteidigen oder die sie verteilen, dass die da an der Stelle Opfer dieser Kultur sind. Das ist meine Beobachtung und mein Glaube. Vielleicht stimmt das nicht, aber das ist mein Zugang dazu. Today, porn ready. Where do they learn to be porn ready? They learn it from a culture that is teaching them what it means to be hypersexual and fuckable. So details, back to the same story, went on to say there is a generation of young people who think sex ends with a money shot to the face. Does everyone here know what a money shot is to the face? If you don't, put your hands up. Where have you been? That's my question. Okay, a money shot to the face is the standard way that all porn films end, ejaculation onto the face. I was being interviewed for a documentary, and I was the first interview of the producer. And I'm explaining to her that I'd just finished teaching one of my upper level courses at Feminist Theories course, an advanced level undergraduate seminar. And a student had explained that her boyfriend said that they would like to start dating seriously, but he actually had a deal breaker. And the deal breaker was, and I'm using his words now, he said, you have to let me come on your face. Now, when I was growing up, who ever heard of such a thing? Really, and if any guy would have asked you that, you would have thought he was a psychopath and ran for your life, am I right? So the 40-year-old producer says to me, I don't believe you, you're exaggerating. Her 23-year-old assistant turns around and says to her, do you know how many men have come on my face? This is what it's like when you speak to young people. When you begin to see things like gonorrhea of the eye, which you might be seeing, or more anal or rectal prolapses, which we're going to talk about in a minute, what you're probably looking at is the impact of pornography. So let's talk about what's going on. Now, everything changed with the internet because pornography became more affordable, more anonymous, and more accessible. The 3 A's that drive demand. Around 2000, the entire industry shifted. Now, I want to say something. The best research comes out of the porn industry. And I always like to quote the pornographers. And Andrew Edmond, a pornographer, said, a lot of people get distracted from the business model. Pornography, is just as sophisticated as any other Fortune 500 company. So let's think about what this means. First of all, economics. I did my PhD in England. When you do a PhD in sociology in England, the first thing they teach you is follow the money. The pornography industry has cannibalized the internet. Whichever methodology you use, about a third of the internet is pornography, whether it's downloads, traffic, searches. Aber ich finde das wichtig. Hier steht einfach ein durchschnittliches Alter, in dem ein Kind zum ersten Mal ein Porno sieht, ist 11. Das heißt, wenn das durchschnittliche Alter ist, dann gibt es irgendwo Kinder, die es mit 13 sehen und wiederum andere, die es mit 9 sehen. Oder andere, die es mit 15 sehen und andere wiederum mit 7. Das ist verrückt. Und ich habe als Sozialarbeiter mit Kindern gearbeitet. Und ich sage dir, was Kinder sich anschauen teilweise im Internet. Unter 10, ja. Die schauen sich, wie die IS-Leute köpft. Sie schauen sich heute wahrscheinlich an, wie irgendwelche Russen und Ukrainer zerfetzt werden von Drohnen. Sie schauen sich Hardcore-Pornos an. Ich rede von 10-Jährigen. War bei mir auch 11 und ich bin 42, aber ich habe zufällig einen Pferdeporno im Sperrmüll gefunden. Ja, früher war das tatsächlich so. Früher gab es auch einen Dude bei uns auf dem Gymnasium, der ist einfach mit Pornohefteln gekommen von seinem Vater und die hat er dann an uns verkauft, ja. Das war damals so, ja. Und dann gab es dieses Diskettenscheren dann irgendwann. Ne? So, Diskette mit so 20 Bildern drauf, aber die hatten es in sich, Alter. Ne? Wobei man sagen muss, dass das von damals, die Pornos von damals, null damit zu vergleichen sind mit dem, was heute Pornos sind. Also heute sind die Pornos ja viel, viel extremer, meiner Meinung nach. Amazon and Twitter combined. The average age of first viewing pornography? 11. This is your introduction into sex. So, let me take you through an 11-year-old boy. I only follow the breadcrumbs of an 11-year-old with no visa. Now, I was told I shouldn't use images. But I want you to know that I was told, and I understand this, I'm not criticizing,
But I cannot show you images that the average 11-year-old is looking at, in case it would be too upsetting. So if you think it's going to upset you, imagine what it's going to do to the 11-year-old. Yeah. So he puts porn into Google, and he comes up with the free porn sites. This is changed in 2011. The business model shifted to free porn sites. That's because MindGeek, which was developed by Fabian Thyman in Luxembourg, took over the porn industry. It is the Walmart of the porn industry today. It controls most of the distribution. 9 of the 15 most popular porn sites are controlled by MindGeek. Those are the free porn sites. It was a business model done to get the children. Das ist auch sehr interessant, wie die Monopolisierung gerade in dieser Internetgeschichte viel besser sichtbar ist als jetzt draußen mit echten Betrieben. Around 11 to 13, Geht viel schneller. when the boys' brains are wiring and firing like crazy, and when they are ready for novelty and risk-taking, if you've got him at 11, 12, 13, you then have got him probably for his life when he gets to 18, especially, and gets his credit card. So let's just think about what it means that porn businesses are a business. It means they raise capital, they lobby, they have their own lobbying group called the Free Speech Coalition, they have PR firms, and most importantly, they interface with venture capitalists, cable operators, all of mainstream capitalism. That is why no one is talking about this in the media, because the porn industry is in bed with the media. Now, I'm going to tell you who else they're in bed with. I don't know if you've heard of kink.com. Anyone here heard of kink.com? You should. This is one of the most popular websites for the young college male student. This is your torture porn. This is where they electrocute women's labia, they waterboard them. At the OSHA hearings in California, they said to the CFO of kink.com, why do you always do a before and after video? When you ask the woman beforehand if she wants this to happen to her and she says yes, and afterwards, when she's, by the way, completely destroyed, ejaculate smeared everywhere, she can barely move, and then they ask her, did you enjoy it? And she says, yeah, it was great. And they asked, why do you do the before and after? The kink.com CFO, and you know what he said? He said, when I got my job, the first thing I did, we went to Visa and MasterCard, and I said, what do I need to do so that you will process Visa and MasterCard for kink.com? And these are the protocols that Visa and MasterCard put in place for kink.com. Wow, Kapitalismus Endstufe, Alter. Talk about being in bed with the porn industry. 2 of the biggest credit card companies in the world setting protocols for torture porn. This is the level to which we have industrialized pornography. Now, the content of mainstream pornography. So in the gold standard peer-reviewed study, we know that over 90% of the most watched scenes have violence against women in them. And we know that that violence includes spitting, kicking, hitting, you name it. So what I'm going to do is explain to you what goes on the porn sites. So you put porn into Google, and you get the free porn. No matter which free porn site you get onto, every video, and there are hundreds of thousands of videos, will have the following in them. Gagging, where she is gagged with a penis to the point that she's almost vomiting. In some cases, her eyes are going back, and to add a little bit of extra sizzle, they hold her nose. And the man who is doing this to her, when she starts to really gag, he gets her head and pulls it more towards her penis. Now that is how psychopaths work. Do I think these men who work in pornography are psychopaths? I don't know. I need to do an empirical study. The issue here is that an 11-year-old is basically watching for the first time sex, and a role model is somebody who is acting as a sexual psychopath. Now, this is across the world. With the introduction of the mobile phone, it means they have basically gone everywhere. So gagging, the standard scene. And I want to read you something from a very popular site called Gag Me and Then Fuck Me. Do you know what we say to things like romance and foreplay? We say fuck off. We take gorgeous young bitches and do what every man would really like to do. We make them gag till their makeup starts running, and then we give them a sticky bath. Think how clever this is.
We take gorgeous young bitches and do what every man would really like to do. Do you see how they're laying a spider's web out for this 11-year-old boy? Think the men in the room when you were 11 and your hormones raging and you wanted to look at porn and you stole your father's Playboy and you wandered into a cornfield with women with no clothes on smiling coyly. That was your entree into porn. Think now at 11 that your entree is into a woman being brutalized and dehumanized. Now think of that 11-year-old boy with that toxic stew in his stomach, because they're saying to him, this is what every man really wants. We know who you are, but he doesn't know who he is. But he thinks he likes it because he's aroused. But you know what? He's ashamed, he's embarrassed, he's scared, he doesn't know what to do. And who's he going to talk to? Because nobody's talking to him about it. And then I would argue he is traumatized. He is traumatized because he is looking at sexual violence, masturbating to it, and thinking that this is who he is, when we know he is not who he is. But this is what the industry has done. And when you traumatize someone and you do not deal with the trauma, what do? You keep going back to the site at which you're traumatized. Hence, in the business model of free porn, you are building in trauma, which is building in addiction. So we've got the other standard rough anal sex, ejaculation on face, ATM, which is ass to mouth, where the penis goes into the anus and then into the mouth without washing, etc. Let me read you something from another site called Anally Ripped Whores. We at Bill Filth know exactly what you want. Chicks being ass fucked till their sphincters are pink, puffy, and totally blown out. Adult diapers just might be in store for these whores when their work is done. In pornography, men make hate to women. There is no love, it is hate. Everything you associate with love is gone. And in its place. Ja, das sind dann diese He-Hims, die mir auf Twitter erzählen, dass ich misogyn bin. Das sind die gleichen Leute. Is hate. Welcome to the sex education for virtually every 11-year-old boy all over the world. Just think about this. This is a stealth public health crisis. We know from years and years of research what this effect has: limited capacity for intimacy, more likely to use coercive sexual tactics, decreased empathy. Ja, das wird dann als King Pride verkauft, ohne Scheiß. Geldautomat Westerporn, habe ich mir auch gedacht, ja. For rape victims, increased anxiety, depression, addictive use. And now the latest research is, do you know that the level of erectile dysfunction for boys between the ages of 15 to 27 is now in the 27 to 35 age range? It used to be 2.5%, and it has been charted in the medical journal as actually linked to pornography. Not correlation, causation here, and it's very rare that I... Und wir leben halt in dieser Gesellschaft, wo die einer sagen wird, ja, BDSM-Anzüge sind einfach vollkommen normal, so gehe ich aus, so mache ich Clubbing, wo ist das Problem? Das ist doch normal. Genau das ist das fucking Problem, dass es normal ist. You can argue causation in all of these. Now, the future. What we know when we speak to the pornographers is that now these men are saturated, these boys are, they want harder and harder porn. Hey, du sagst, und jetzt soll mir noch mal jemand sagen, dass das nicht Satanismus pur ist. Ich sage dir, dass das nicht Satanismus ist. Das ist einfach fucking Kapitalismus. Es ist einfach Basic Kapitalismus. Es ist einfach, du nimmst Frauen, die jung sind, und nimmst ihre Sexualität und machst einfach fucking Geld damit. That's it. Ja, und du zwingst sie nicht mal dazu, sie zwingen sich selber dazu, ohne es zu wissen. Weil sie einfach so aufgewachsen sind in einer Gesellschaft, wo ihnen das als Normalität verkauft wurde. And I haven't got time to run through all of these, so what I do want to say is, what are we going to do about it? That is the question. Because this is a social experiment like we have never seen before. Es gibt halt Frauen, die stehen darauf, ist ein Fetisch, wieso denunzieren? Ja, das kann sein, dass es Frauen gibt, die darauf stehen. Wie viele sind das im Vergleich zu denen, die nicht darauf stehen, aber die dazu erzogen und da hineingezogen werden? Wie viel von dem, worauf du stehst, ist das, was man dir eingeredet hat, worauf du stehst, in einer Gesellschaft, die so krank ist? Das sind alles Fragen, die man beantworten muss vorher. Never. Und es geht auch nicht, die Frauen zu schämen, ich sage es noch einmal. Das, worum es geht, ist einfach zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert und sich dagegen zu wehren, dass das Normalität ist.
Darum geht's. Ja. Vor allem diejenigen, die Geld damit verdienen, die sind das Problem. Nicht die jungen Frauen, die sich manipulieren lassen. Das ist, ja, die sind hardly the problem. Und das ist, was ich auch versucht habe, die ganze Zeit zu erklären. Ich greife nicht Shurjoka an. Ja, es geht nicht darum, Shurjoka vorzuschreiben, wie sie sich anziehen soll, sondern darauf hinzuweisen, wie das System funktioniert, das Leute indoktriniert. Das ist die Idee gewesen, von Anfang an. Ja. Nein, ist es nicht. Deswegen habe ich ja geschrieben, so nichts sagt mehr feministischer Kampf als unterwürfige Pose und weiß nicht, was ich noch geschrieben habe. Warum? Weil es um den feministischen Kampf geht, nicht um die Kleidung. Das ist feministischer Kampf, das ist, worum es in diesem Satz geht. Ja, aber ist ja wurscht. Nein, ist es nicht und die Begründung ist ganz einfach. Das Porno-Biz wäre dasselbe Multimilliarden-Business, wenn es nicht die Menschen zu bestialischen Foltersex-Zombies erziehen würde. Sie würden keinen einzigen Cent weniger verdienen und daran sieht man, worum es wirklich geht, Erwin. Doch, nein, du hast nicht recht, weil Porno wirkt wie Sucht, da gibt es Studien dazu. Ja? Und das hat sogar Montana Black mal erzählt, dass er so viele Pornos geschaut hat, dass er dann irgendwann angefangen hat, immer härtere und härtere Pornos zu schauen, bis er dann gar keinen mehr hochgekriegt hat. Das hat er mal erzählt, gibt es einen Ausschnitt davon. Fand ich sehr cool und mutig von ihm, das zu erzählen. Ja, und die Menschen steigern sich immer höher, ja, und du musst die anderen überbieten. So, die einen bieten dir ganz normalen Sex und der andere sagt, ich mach's noch härter, ich mach's noch härter. Die eine hat so ein Dildo sich reingesteckt, die nächste sagt, ich stelle mir so einen, die nächste sagt, ich stecke mir so einen, die andere sagt, ich stecke mir 2 solche, ja. Und so wird das die ganze Zeit einfach hochgesteigert und das ist einfach, um sich durchzusetzen am Markt, in der Konkurrenz. Das ist ganz normaler Kapitalismus, der halt in diesem simplen Fall mit dem Kapitalismus korreliert. Brought up boys with access to hardcore pornography 24/7. So what I founded was a group called Culture Reframed, and we go after the Gulliver strategy. You tie this monster down piece by piece, and we are doing it through the public health model. What we are doing, and why we chose public health, is because normally you have those working against violence against women, those working in child protective services, those working against sexually transmitted diseases, those working against trafficking. What public health does is it gets rid of the silos. We need to break down these silos. We are building 2 programs at our organization. What we are building through the public health approach is, first of all, parental programs where we are teaching parents how to build resilience and resistance in their youth to the porn culture. Parents don't even know how to have that conversation. We are going to have best practices, videos, PowerPoints up there teaching parents, so that in parents we build capacity so that they can build capacity in their kids to build resilience and resistance. The second program is to health professionals. We want to educate you. We want you with us to stop this because you are going to be seeing this. How many of you are now beginning to make sense of some of the things you're seeing in your offices that you'd not thought about before? Any of you? With this culture? Come on, let me just get a show of hands. When I'm talking about what's putting, yeah, see? This is what needs to happen, is we need to be aware of the porn industry. The second program, as I say, is for health professionals. When you bring together parents and you bring together health professionals, you mobilize equality for social change. This has got to stop. We have a wonderful consultancy team, most of MDs, pediatricians, a lot of PhDs as well. You can go on a TED Talk and see that. Put in Gail Dine's TED Talk porn. We are culturereframed.org, and I'm going to end by saying this. I'm going to end by saying our children are worth more. Our boys are worth more. You know how I know our boys are worth more? I know that as a feminist, I know that as a scholar, and I know that as the mother of a son. My boy is not who the pornographers say they are. And if my boy is not, then I bet your sons are not who the pornographers say they are. And our girls deserve it. Our girls deserve to have a life where they can decide who they are going to be, not just sexually, but in terms of the adult women that they want to become. And this has been taken away from them. So now I ask you to be with me and my group, Culture Reframed, to help us. Let us build a movement out there to stop the pornographers from hijacking our children's sexuality. Let us stand up there and let us say to the pornographers, you know what? You are not going to continue to do this. Not on our watch. Our children deserve more. Thank you.
So, diese Frau ist 10-mal mehr Feminist als Shurjoka. Würde ich auch sagen. Ich sage sogar, ich bin 10-mal mehr Feminist als Shurjoka, aber dafür werde ich angegriffen für Mansplaining. Wisst ihr, dass ich von ihr diesen anderen Vortrag geschickt habe, wo sie ganz genau erklärt, wie Feminismus vereinnahmt wurde vom Kapitalismus. Und wo ich ihr das geschickt habe, da draußen hat man zu mir gesagt, hör auf zu mansplainen. Ich mir gedacht habe, echt, ich schicke dir einen Link von einem Vortrag von einer Frau und das ist jetzt Mansplaining? Inwiefern ergibt das irgendwo fucking Sinn, außer dass du einfach dich mit Händen und Füßen wehrst, was dazu zu lernen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ja, danke für das Zeigen, war stark. Ja, gerne. Ich finde das wichtig, dass wir über diese Sachen reden, ja, weil viele beschäftigen sich nicht damit, ja, und sehen das halt noch nicht aus dieser Blickrichtung. Aber es ist wichtig, das so zu verstehen, ja. Und wir können uns gerne auch diesen langen Vortrag, wenn ihr wollt, wenn es in eurem Interesse ist, also nicht heute, aber wir können uns das irgendwann in den nächsten Tagen, den langen Vortrag von ihr anschauen, wo sie erklärt, wie Feminismus und Kapitalismus zusammenhängt und wie die feministische Bewegung zerstört wurde durch Manipulation, durch Kapitalisten und durch neoliberale Doktrin und so weiter und so fort. Gerne, echt? Seid ihr dabei? Weil ich denke mir so, vielleicht interessiert es euch nicht, vielleicht ist es euch irgendwie so langweilig oder so. Aber ich finde sowas extrem cool. Hin und wieder, nicht immer. Ja. Manchmal ist es auch lustig, Dara zu schauen und sich drüber totzulachen, aber ich finde sowas auch extrem interessant, ehrlich gesagt. Lieber das als Dara, okay. Die meisten hier würden ja auch beim Furzen zuschauen, also let's go. Manchmal tut ihr das, ihr wisst es nur nicht. Yeah.